Bennimar hat ein ganz geniales Raumkonzept entwickelt. Hier steht er und er ist sensationell, ja. Denn ich zeige das mal gerade, wo andere natürlich ganz, ganz viel machen. Sieht man hier, ich sag mal, die Verarbeitungsqualität, das Design und so weiter, das ist was ganz anderes. Hier schlafe ich im Heck mit richtig viel Platz. Ja, ich grüße dich, du bist der Antonio. Ich bin der Antonio, genau. Ja, das ist hier in Bern eine ganz, ganz wichtige Messe für euch, oder? Ja, das ist richtig. Das ist eben der Caravansalon der Schweiz. Ja. So ist es. Das klingt ziemlich italienisch. Das heißt, du sprichst Italienisch. Spanisch? Ich bin Spanisch, ich bin richtiger Bennimar. Das ist ja ein Hammer. Das heißt, du sprichst Schweizerdeutsch, Spanisch, Italienisch, alles. Französisch, ja. Tu parles français? Oh, je parle français très bien, ouais. Ja, es gibt ja ganz viele Sprachen hier in der Schweiz. Hier unten habe ich den Platz pur. Das Ganze kann ich hochklappen hier. Das ist klar, das kann man alles aufklappen und das ist eine ganz große Garage machen. So, die Holzfarben sind okay. Hier oben habe ich noch ein bisschen Platz. Das da kann ich das wegnehmen zum Beispiel. Ja. Und durchladen für Skier. Genau, da kann ich mir einfach die Ski oder so etwas mitnehmen. So, da oben ist eine Klappe mit drin. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, die Länge vom Fahrzeug. Es ist sehr kurz. Das ist 6,60 Meter. 6,60 Meter. Und wenn wir gleich mal reingucken, man glaubt nicht, warte mal ganz kurz, ich zeige mal gerade das Heck. Das sieht natürlich aus, italienisch. Die werden jetzt wo gebaut, die Fahrzeuge? Die werden einfach in Spanien gebaut. In Spanien? In Spanien, Bennimar, Peñíscola. Ja. Die Spanier, die kenne ich ja nur, das sind ganz, ganz viele Ausbauer, die normalerweise Krankenwagen machen oder Feuerwehren. Ist das hier auch so? Bei Bennimar haben wir jetzt schon seit 40 Jahren. 40 Jahre? Genau. Cool. So, hier vorne, auf was steht da denn? Auf Ford? Das ist jetzt ein Ford, oder? Das ist jetzt ein Ford. Wir bauen für zwei Varianten Ford und Fiat. Können Sie auch Fiat Wohnmobil haben von uns oder einfach nur Ford? So, 170 PS, wir gehen mal vorne rein. Da ist ein automatisch natürlich. Ein ganz, ganz großes Dach drin. Das in der Schweiz. Wir sind aber über 3,5 Tonnen, oder geht's noch? Bitte? Wir sind über 3,5 Tonnen hier. Das ist der unter 3,5 Tonnen. So, gehen wir ganz kurz rein. Hier vorne haben wir Platz. Ja, das Raumgefühl hat natürlich den Vorteil, du hast ein Hubbett mit drin, das nimmt den Platz nicht weg. Genau, das ist einfach ein Hubbett. Durch den Tag haben wir einfach keine Probleme. Das ist da oben, brauchen wir nichts. Und der Platz, die Sitze kann man kehren. Könnt ihr schnell mit raus? Da vorne ist es mit drin. Der hat natürlich jetzt eine Automatik mit drin. Er ist, ich sag mal, von der Form und der Funktion, dadurch, dass ich das Bett natürlich hier auf der Seite habe, was ich jetzt gerade sehe, ist die Küche komplett offen und das Raumgefühl ist komplett offen. Genau. Du hast nichts verbaut. Nein, das ist einfach alles offen. Ich kann einfach alles. Was einfach ganz interessant ist, hinten haben wir einen ganz großen Schrank. Zeig mal bitte. Hängende Kleidung. Wow, da kannst du reinklettern. Genau. Da bauen viele da auch Stockbetten rein. Und hier habe ich einen großen Kleiderschrank. Da oben ist die Stange. Das ist der größte, den ich je gesehen habe. Schön. Der ist riesig. So, Kleiderschrank mit drin. Dann heißt, ich habe direkt am Eingang die Küche. Ich habe eine ganz große Breite zum Durchgehen. Das heißt, ich fühle mich nicht beengt irgendwie. Das ist ganz interessant, die ganze Dusche im WC. Da ist ein Schrank hier drin. Ja. Den fahre ich rein, da kann ich meine ganzen Sachen machen. Habe ich unten eine Tedford mit drin. Viele Leute fragen nach Trenntoiletten. Gibt's das? Es ist so, also bei Bennimar habe ich nur 3 Toiletten. Also die Toilette und die Dusche separat. Okay. Das ist bei uns einfach ein Muss. Ein Muss. So, also kein Raum, wo alles zusammen ist. Nein. Chemietoiletten, es gibt ja neue Toiletten, wo man dreht mit Kokosflocken. Das wir geht. haben nur Chemie. Chemie habt ihr. Okay. Funktioniert. So, dann ganz interessant ist natürlich das Hubbett. Das Hubbett können wir runterfahren. Ja, zeig mal bitte. So, jetzt hast du hier richtig viel Platz für 2 erwachsene Personen. Mit dem ganzen Hubbett können wir bis am Boden fahren. Ach so, man kann ganz runterfahren. Genau. Ist da vorne der Sitz im Weg, aber das geht. Es geht. Wir können bis uns reinfahren, brauchen wir keine Leiter nicht ins Bett. So, das Ganze ist sehr leicht, auch gebaut hier vorne auf Bändern. Und noch haben wir noch Möglichkeiten, ein Bett machen drunten. Okay, also unten können noch mehrere Personen schlafen. Ja. So, und wenn ich es nur so halb mache, oben könnten jetzt die Kinder schlafen, unten könnte ich noch was essen. Das geht schon. Das geht. Zum Beispiel. So, das wäre jetzt ungefähr diese Höhe. Genau. So, wir können ja mal kurz runtergehen. Warte mal. Genau. Geht, Antonio? Und jetzt kann man hier die Pizza essen. Oder in Spanien wird ja immer gerne nachts gegessen, oder? Ja, so spät am Abend. So, ja, die stehen um 1 Uhr nachts auf und machen dann irgendwas los. Aber wenn ich hier sitze, das Raumgefühl, 70.000 € kostet das Fahrzeug, das ist ein guter Preis in der Schweiz. Das ist ein sehr guter Preis. Also Preis-Leistung bei den Bennimar ist natürlich sehr interessant. Das muss ich sagen.
So, komm, wir gehen mal raus, machen das Fahrzeug wieder frei, denn ganz, ganz viele Leute wollen nämlich gucken. Das ist eines der meistgeguckten Fahrzeuge hier, oder? Ja, genau, das stimmt. Ich glaube, die Leute suchen kurze Fahrzeuge, ne? 483 habe ich mir noch einen kurzer, noch 6 Meter. 6 Meter? Ohne Garage, die genau gleich Aufteilung, ohne Garage. Wo steht er? Da steht jetzt nicht da. Steht nicht auf der Messe? Nein, haben wir nicht auf der Messe. Ist nicht schlimm. Das ist schade. So, zeigen wir es mal gerade. Das heißt, du hast viele Modelle hier aufgebaut. Du bist in der ersten Halle. Das heißt, die Leute finden dich auch gleich. Das war natürlich im letzten Jahr war es nicht so schön. Das heißt, ihr musstet Freitagabend abbauen. Und nachher bitte zu Hause gehen. Ja. Aber selbst an den 2 Tagen, es gibt dieses Jahr keine Masken. Das ist der super. Das ist super. Da können wir die Leute nicht kontaktieren und richtigen. Ja. So, Antonio Orozco. Und deine Firma heißt wie? Andorina Wohnmobil in Grenchen. Andorina Wohnmobile, hier vorne ist es drauf. Ist super nett. Und ich zeige mal gerade das Datenblatt hier vorne. Das ist ja der Terrosso 483, Grundpreis 83.000 Schweizer Franken. Und wie er hier steht, 72.000, das drin ist. Das heißt, ihr habt ein paar Sachen reingemacht. Solar ist hier drin? Diese Solar drin, also wir haben jetzt mit dem ein Nordauto gehabt. Das Fahrzeug ist einfach für ein Winterfest mit einer Heizung, mit der Truma 6000E. Wir haben noch die Abwassertank Isolierung beheizt. Wir haben noch die Kabine Remis. Ja. Mit dem Nordauto gab es natürlich alle schon dabei. Okay, das heißt, das Kit für die Verdunklung ist schon drin? Der Grundpreis ist 800 Franken, 60.000 Euro. Sehr schön. Ja. Es ist wirklich schön. So, und es ist kompakt und ziemlich edel, muss ich sagen. Jetzt, ich weiß, die Spanier bauen gute Autos. Das heißt also, die Verarbeitungsqualität, das kann man jetzt, ich sag mal, die Italiener bauen auch gute Autos, die Franzosen auch, die Deutschen auch, aber die Spanier, das ist wirklich, die meisten kennen die Autos aus Spanien nicht, oder? Die kennen wir das nicht, aber Wenimar ist jetzt seit 40 Jahren unterwegs mit den Wohnmobilen. Das ist eine ganz gute Sache, ja. Ihr habt ja nicht nur Ford, das heißt... Wir haben auch Fiat, im Prinzip haben wir einfach andere Modelle wie Fiat. Das ist jetzt ein sehr kompaktes Fahrzeug, 7 Meter im Prinzip. Ein Fiat 8 hast du hier? Der Fiat 9. Der 9? Der 9 schon, okay. Ja, das ist klar. Das habe ich einer der wenigen Lieferanten, die wir Fahrzeuge bekommen haben das Jahr. Also wir haben, die Fahrzeuge sind alle am Mittwoch zu uns gekommen. Am Mittwoch waren die da? Genau. Kurz vor knapp? Genau, und da haben wir einfach geputzt, gemacht und einfach alles wieder gerade vorbereitet für die Ausstellung. Der ist schon ziemlich lange da. Wie lange ist der? Wir meinen den lang. Der ist jetzt 7,40 Meter. 7,40 Meter. Ist das jetzt das längste Fahrzeug von Wenimar oder gibt es noch länger? Nein, wir haben kein längst. Das ist einfach die längste, die wir haben, 7,40 Meter. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Dann schauen wir uns gleich mal an. Ja. Vielen, vielen Dank. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.